Hallo ihr Lieben, heute machen wir Bruchschokolade. Sie eignet sich gut als Last-Minute-Geschenk und lässt sich einfach an verschiedene Geschmäcker anpassen. Und dafür brauchen wir: Ich nehme je 2 Tafeln Schokolade, 200 Gramm weiße, 200 Gramm Zartbitter und 200 Gramm Vollmilch. Als Topping je 1 Esslöffel Mini-Lebkuchenmann-Kekse, Mini-Smarties und Haselnusskrokant. Wenn euch unser Rezept zur Bruchschokolade gefällt, freuen wir uns über eure kostenlose Unterstützung durch ein Abonnement. Und dann benutze ich noch je 1 Esslöffel bunte Zuckerperlen, getrocknete gehackte Erdbeeren, gehackte Pistazien und dann nehme ich noch verschiedene Nüsse. Mein Backblech habe ich mit Backpapier ausgelegt und verteile jetzt die Schokoladentafeln nebeneinander auf dem Backpapier. Dann schmelze ich im vorgeheizten Ofen bei 60 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 13 Minuten. Testet mit einer Gabel, ob die Schokolade schon geschmolzen ist, ansonsten lasst es noch 3 weitere Minuten im Ofen. Danach könnt ihr mit einer Gabel die Schokolade, wie ihr wollt, ineinander verstreichen. Das tolle Muster ergibt sich dann ganz von selbst. In die geschmolzene Schokolade gebe ich dann meine ganzen Toppings. Ich teile sie hier in 2 Hälften auf. In die eine kommen vermehrt Nüsse und getrocknete Früchte für die Erwachsenen und in die andere Hälfte kommen Schokolinsen und Zuckerperlen für die Kinder. Ihr könnt hier natürlich die Toppings eurer Wahl benutzen. Einige Beispiele sind Salzbrezeln, Mini-Butterkekse, Rosinen, zerbröselte Kekse wie Oreos oder zerkleinerte Pralinen. Danach lasse ich die Schokolade fest werden. Ich tue das Backblech für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Ihr könnt es natürlich auch in die Tiefkühltruhe oder im Winter auf den Balkon stellen. Und nun zerbreche ich die Schokolade in mehrere Stücke und kann sie danach schön verpackt verschenken oder einfach selbst vernaschen. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.